Hey Freunde, willkommen zurück auf meinen Kanal. Mein Name ist Dennis aka Fragrance Dog. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr habt es gesehen, ich bin wieder zurück in Hamburg. Oder ihr seht es gerade. Und ja, ich war eine Woche mit Familie in unserer Wohnung auf Sylt und nur eine Woche. Und ich habe auch nur ein Video gemacht auf der Insel. Und ja, ich wollte einfach mal abschalten. Deswegen gab es auch nur ein Video. Und natürlich, ich glaube, ein oder zwei Short-Videos. Das reicht ja auch. Weil, wie gesagt, in einer Woche kann man nicht wirklich viel Urlaub machen. Jetzt ist wieder Action. Und ja, heute stelle ich euch von Lattafa Azad vor, oder Azad mit S, nicht mit Z, also nicht A-Z-A-D, sondern A-S-A-D, ja. Und dieser Duft hat es in sich, ja. Aber bevor ich das mache, für alle Neuen, drückt die Glocke, abonniert diesen Kanal und bleibt hier. Und auch nochmal vorweg für die ganzen Nachrichten, die ich immer bei Instagram bekomme, für wen ich bin bei Football. Also eigentlich sollte das ja fast jedem klar sein. Also Minnesota Vikings, dann San Francisco 49ers und dann Miami Dolphins. Das sind so meine Mannschaften, ne, auch in der Reihenfolge. Und ja, es werden geile Playoffs werden und meine beiden, ja, die ersten zwei Mannschaften, San Francisco und Minnesota, sind natürlich in den Playoffs und können in der zweiten Runde leider aufeinandertreffen. Das ist natürlich nicht so schön, aber da wollen wir ja nicht drüber reden, sondern über diesen Duft. So, und das ist ein Duft, ja, ich muss sagen, viele sagen ja, der riecht so wie das Sauvage Elixier von Dior. Man könnte aber dann auch sagen, er riecht wie Apex von Roger Parfüms. So, was ist jetzt richtig? Das ist jetzt die Frage. Und ja, sie sind sich sehr, sehr ähnlich, wirklich. Nur, also ich finde ja schon, dass das Sauvage Elixier Dampf hat und Power hat. Hat es auch. Aber ja, der Lattafa Duft haut alles weg. Der schlägt auch Apex, der schlägt das Elixier von Deo auf jeden Fall. Und das ist heftig. Und nicht synthetisch und so weiter und so fort. Nein, es ist richtig gute Qualität. So und so, die Marke ist sehr, sehr nice. Ich habe einige Düfte von der Marke. Vielleicht werde ich auch mal irgendwann alle mal vorstellen, weil die Marke, das ist echt von allerfeinsten. Hier ist der Unterschied, dass es, ja, er ist auch ein bisschen cremiger, vor allen Dingen zum Schluss, aber draußen merkt keiner den Unterschied. Und der kostet hier 29 Euro. So, was kostet Sauvage Elixier und was kostet Apex von Roger? Ich muss aber dazu sagen, wir nehmen den Apex raus. Ich habe das jetzt nur mal, weil auch viele das sagen, wenn man an Zerstäuber riecht, haben sie Ähnlichkeiten. Aber das ist auch alles. Er geht in eine ganz andere Richtung, deswegen der Apex, den vergesst mal. Und wie gesagt, das sind 500 Euro. Und der ist auch, die sind so 5-8% im Hintergrund ähnlich. So, die beiden, also wie gesagt, da sind Ähnlichkeiten vorhanden. Und außer das hier ist Lakritz drin, bei Azad oder beziehungsweise bei Lattafa. Ich weiß nicht, ob Azad oder Azad, ne, Azad, glaube ich, richtig ausgesprochen ist. Da ist auf jeden Fall Iris drin, Patchouli und so weiter. Ja, also die Lakritze merkt man schon. Die ist nicht bei Lattafa drin, aber sie haben zu, sag ich mal, 90, na, ich würde sogar sagen zu 95, 96, 97% sehr, also wirklich Ähnlichkeiten. So wirklich Ähnlichkeiten, nur, dass der einfach ein bisschen cremiger ist und definitiv mehr Dampf hat. Auch in der Silage. Kaffee ist hier auch drin. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Schwarzer Pfeffer und Tabak. Wie gesagt, keine Lakritze. Das merkt man. Aber das ist auch nur wirklich so ein bisschen im Background, die Lakritze. Es riecht aber ähnlich. Und das ist das Nice. Und wenn man sich überlegt, dass dieser Duft, wie gesagt, 29 Euro kostet, dann muss man sich mal überlegen, sollte man das andere oder den anderen kaufen, also in dem Fall den Sauvage. Ja, ich habe immer das Original, habe ich ja. Ihr seht es ja und ich finde das auch gut. Aber
Das ist ein Duft, das habe ich auch schon öfters gelesen, der Sauvage Elixier, da wird man schnell mal duftblind. Das ist bei manchen nach 4 Stunden schon so, bei manchen eben erst nach 8, aber andere nehmen eben lange wahr. Bei Apex habe ich das ähnliche Problem, jedenfalls beim Eau de Parfum. Ich habe auch noch von den Apex das Eau de Parfum. Das Parfüm ist natürlich dunkler, tiefer, besser, Meisterwerk in meinen Augen, richtig nice. Das sind alles 3 Meisterwerke. Im Designerbereich ist das ein Meisterwerk, der Apex im Nischenbereich und auch der Azad von Lattafa ist in arabischen Bereichen Meisterwerk. Sie sind wirklich nice. Wie gesagt, Apex ist aber nicht so unbedingt zu vergleichen, aber viele nehmen das eh nicht wahr, weil sie haben schon beim Aufsprung vielleicht oder wenn man dann riecht, anzerstäuber Ähnlichkeiten. Aber es geht wirklich nur um die beiden und deswegen ist der Apex, wie gesagt, raus. Fakt ist, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt und mehr Power haben wollt, obwohl der hat schon Dampf, aber ich denke mal, der wird bald auch wieder geändert, das kennen wir ja. Und der arabische hier, denke ich mal, wird nicht so geändert, so schnell, so leicht, weiß ich aber nicht, möchte ich auch nichts versprechen. Aber Fakt ist, das ist ein geiler Duft. Sehr, sehr nice und mit Dampf und mit Dampf. Und die Qualität ist genau, also es gibt ja viele Leute, die das nicht zugeben wollen. So, das ist, na nee, der Dior ist noch tiefer. Ja, ein bisschen, vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen. Und wie gesagt, am Ende ist er ein bisschen, ist er hier holziger, sorry. Und ein bisschen cremiger, was ich beim Elixier von Dior Sauvage nicht finde. Und jetzt kommt's. Der große Unterschied ist einfach, dass natürlich logischerweise die Sauvage DNA mit hier drin schwingt. Das habt ihr eben bei ihnen nicht. So, und jetzt kommen die großen Leute, die natürlich den Sauvage nicht mehr mögen, auf ihre Kosten. Also Leute, der Lattafa, Azad oder wie auch immer richtig ausgesprochen, ist ein hammergeiler Duft. Sogar Ananas mit drin. Aber alles das, ich finde, dass man die Ananas nicht so wirklich raus riecht. Wie gesagt, es sind wirklich 97% Ähnlichkeiten. Es würde kein Mensch da draußen wirklich den Unterschied riechen, welcher ist im Endeffekt. Also Leute, dieser Duft mit auch einem geilen Flakon. So, müsst ihr auf jeden Fall mal ja, blind holen, ne, weil testen ist immer schwierig. Holt euch den blind, wirklich ein sehr geiler Duft. Also Leute, macht's gut, reinhauen.